Man feiert heute die totale Unabhängigkeit. Die Miete wird 50-50 geteilt, Tinder-Dates gehören zum Alltag und man ist stolz darauf, jede Verbindung per Wischbewegung beenden zu können. Alles wirkt modern. Alles wirkt optimiert. Und trotzdem sitzen Menschen abends nebeneinander auf der Couch und fühlen sich einsam, obwohl der Partner direkt neben ihnen sitzt. Man teilt das WLAN, den Urlaub und vielleicht auch den Freundeskreis, aber eben nicht immer das Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Diese Einsamkeit wirkt paradox, denn sie passt einfach nicht zu einer Zeit, in der Liebe frei gewählt ist. Genau deshalb sucht man die Ursache im Alltag. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu viel Handy. Doch vielleicht liegt das Problem gar nicht im Verhalten, sondern in der Struktur. Vielleicht entsteht diese Einsamkeit nicht trotz der Freiheit, sondern wegen ihr. Früher war Partnerschaft Versorgung, Schutz, soziale Absicherung. Man blieb, weil es notwendig war. Nähe war kein rein emotionales Projekt, sondern ein Teil einer klaren gesellschaftlichen Ordnung. Heute soll Beziehung etwas völlig anderes leisten. Sie muss Sinn ergeben, Identität bestätigen und die volle Leidenschaft erhalten. Sie soll emotionale Heilung ermöglichen und gleichzeitig die maximale Autonomie respektieren. Das ist keine Partnerschaft, das ist eine Überforderung. Die äußeren Zwänge sind verschwunden, aber die inneren Erwartungen haben sich nicht im gleichen Tempo angepasst. Man lebt äußerlich modern, aber innerlich liebt man immer noch nach alten Mustern. Genau hier entsteht das Dilemma der Nähe. Man möchte unabhängig sein, Raum haben, Freundschaften pflegen, seine Ziele verfolgen. Aber gleichzeitig trägt man ein Ideal in sich, das Liebe mit Verschmelzung gleichsetzt. Denn wahre Liebe bedeutet ja angeblich, alles miteinander zu teilen, sich blind zu vertrauen und die höchste Priorität füreinander zu sein. Wenn der Partner dann aber Zeit für sich braucht oder seine eigenen Interessen verfolgt, wird das sehr schnell als Rückzug wahrgenommen. Autonomie ist nicht neutral, es ist ein Signal. Ein Signal, vielleicht nicht mehr gut genug zu sein. Hier beginnt Co-Abhängigkeit oft völlig unbemerkt. Sie zeigt sich nicht nur in ihren extremen Formen, sondern mitten im Alltag. Die eigene Identität hängt plötzlich vom emotionalen Zustand des Partners ab. Wenn er liebevoll reagiert, fühlt man sich sicher. Wenn er distanziert wirkt, entsteht Unruhe. Ein Abend, an dem er lieber was allein unternimmt, löst nicht nur Enttäuschung aus, sondern Zweifel am eigenen Wert. Nicht der Kontakt bricht ab, sondern das Gefühl, in sich selbst stabil zu sein. Diese Dynamik fühlt sich romantisch an. Kontrolle wird als Fürsorge verpackt. Bedürftigkeit klingt nach emotionaler Tiefe. Eifersucht ist die nötige Intensität, um eine Beziehung am Leben zu halten. Der Wunsch, alles zu teilen, klingt nach Verbundenheit. Gleichzeitig hängen die alten Rollenbilder immer noch in den Köpfen fest. Offiziell sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Man teilt sich die Verantwortung und das Geld. Aber emotional kriegt man die alten Vorstellungen nicht raus. Der Mann soll der Starke sein, verlässlich bleiben und für Sicherheit sorgen. Die Frau soll verbindend wirken und emotional präsent sein. Diese Erwartungen passen nicht zusammen mit dem Anspruch, beide seien vollkommen autonom. Denn wenn der eine schwach wirkt und der andere unabhängig erscheint, entstehen Enttäuschungen, die selten offen benannt werden. Man erwartet Stabilität vom Gegenüber, während man selbst maximale Selbstverwirklichung beansprucht. Dieser Widerspruch bleibt oft unsichtbar, wirkt aber langfristig. Hinzu kommt die permanente Vergleichskultur. Auf Social Media erscheinen Beziehungen wie eine harmonische Einheit, gemeinsame Reisen, perfekte Abstimmung, scheinbar mühelose Intimität. Diese Bilder erzeugen einen Standard, der mit der eigenen Realität konkurriert. Man misst seine eigene Partnerschaft an einer glänzenden Oberfläche. Wenn der Alltag dann plötzlich ruhiger oder distanzierter wirkt, entsteht das Gefühl, etwas stimme nicht. Man sucht die Intensität, verstärkt die Nähe und versucht, das Ideal einzuholen. Parallel dazu verstärkt die Wahlfreiheit die Unsicherheit. Noch nie war es so einfach, eine Beziehung zu beenden. Noch nie war die Auswahl potenzieller Partner so groß. Theoretisch könnte jeder jederzeit gehen. Diese Freiheit sollte beruhigen, erzeugt allerdings ein Paradox, denn wenn niemand mehr bleiben muss, wird das Bleiben zum ultimativen Beweis von Wert. Man möchte nämlich nicht nur geliebt werden, sondern unersetzbar sein. Je größer die Option draußen erscheint, desto stärker wird der Wunsch, die erste Priorität zu sein. Ein Hobby wird selten ausgeübt, weil es den Partner irritieren könnte. Eine Meinung wird nicht mehr laut ausgesprochen, um Konflikte zu vermeiden. Die eigenen Unsicherheiten werden nicht mehr thematisiert, um nicht bedürftig zu wirken. Nach Jahren sitzt man neben jemandem, den man liebt und spürt dennoch Distanz. Nicht, weil die
Liebe fehlt, sondern weil das eigene Ich irgendwie verwaschen ist. Moderne Partnerschaften sind heute nicht schwer, weil man zu wenig fühlt, sondern weil man mit der eigenen Freiheit emotional noch gar nicht umgehen kann. Man möchte frei sein, aber die Freiheit des anderen bedroht das eigene Sicherheitsgefühl. Man verwechselt Distanz mit Ablehnung und Eigenständigkeit mit Liebesentzug. Und solange man sich nur sicher fühlt, wenn man mit dem anderen eins ist, wirkt Freiheit wie eine Gefahr. Dass man zwischen Freiheit und Nähe hin und her gerissen ist, hat nichts mit persönlichem Versagen zu tun, sondern ist ein Zustand unserer Zeit. Man hat zwar die Ketten gesprengt, man weiß nur noch nicht, woran man sich festhalten soll. Vielleicht lernt man auch erst jetzt, was Bindung ohne Besitz bedeutet. Wahre Nähe entsteht nicht, wenn man alle Grenzen löscht und sich im anderen verliert. Sie entsteht, wenn man das Anderssein aushält. Es bedeutet, im selben Raum zu sein, ohne sich ständig bestätigen zu müssen, den Partner als eigenständig zu akzeptieren, statt den eigenen Wert an ihm festzumachen. Man findet es heute romantisch, wenn jemand ohne den anderen nicht leben kann, doch wenn die eigene Identität am Partner klebt, wird jede Freiheit zur Bedrohung. Dann fühlt sich Autonomie plötzlich einsam an, obwohl niemand gegangen ist. Die entscheidende Frage lautet deshalb, kann man es aushalten, dass der andere frei ist, ohne sich dabei selbst zu verlieren? Ich kenne Paare, die haben so viel Anstand voreinander, dass sie tatsächlich nicht mehr getrennt auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Ist das toll? Ja, keine Ahnung, ne? Mein Ding ist es nicht. Schreibt mir mal eure Gedanken dazu. Wie viel Freiheit verträgt eure Beziehung oder euer Beziehungsmodell? Vielleicht habt ihr ja mehrere Modelle am Laufen. Und das war's. Macht es gut. Tschüss.